Bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam. Mami Made! Heute macht die Mami das. Hallo und herzlich willkommen bei Mami Made. Ich bin die Sarah und hier auf dem Mami Made Kanal gibt es jede Woche ein Näh- oder DIY-Tutorial, hin und wieder einen Blick hinter die Kulissen und auch immer mal ein Gewinnspiel. Wenn das etwas ist, woran ihr Freude habt, dann abonniert doch den Kanal und aktiviert das kleine Glöckchen. Dann informiert euch YouTube auch, wenn ich etwas Neues hochlade und ihr verpasst nichts davon. Es ist kalt geworden. Ich finde, es ist wirklich, wirklich kalt geworden. Die Kraniche sind die Tage alle weggeflogen. Das Hörnchen baut fleißig in den Kobel und das bedeutet für uns, es wird kalt. Und da fiel mir, als ich die Tage vor, spontan etwas ein, das ich im Internet gesehen hatte und unbedingt dringend haben wollte, bis ich festgestellt habe, dass es 150 € roundabout kostet. Und das war mir zu viel und ich habe gedacht, das kann ich selber machen. Und genau das machen wir heute und das ist eine Art kuscheliges Deckencape, das man in verschiedenen Tragenvarianten tragen kann. Zum Beispiel so. Bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam. Alles, was wir dafür brauchen, ist eine kuschelige Decke. Ich war, wie so oft, beim Möbelschweden und habe mir da eine gekauft mit dem klangvollen Namen Decorera. Die hat die Maße 1,30 auf 1,60. Ich glaube, dass fast alle kuscheligen Plates und Decken bei Ikea diese Maße haben. Ihr könnt natürlich auch in anderen Möbelhäusern oder Kaufhäusern oder im Internet gucken. Wie gesagt, ich war zufällig gerade da und fand das auch preislich relativ ansprechend. Mein Exemplar ist jetzt auf einer Seite hellgrau, auf der anderen Seite dunkelgrau, hat einen rosafarbenen Rand und einen orangefarbenen Rand. Das fand ich ganz hübsch. Ihr könnt auch Vlies verwenden. Wenn ihr Vlies verwendet oder eine fertige Vliesdecke, dann wird das hier sogar eine No-Sew-Anleitung. Da müsst ihr nicht mal nähen. Genau, ansonsten könnt ihr euch natürlich auch Strick-Meterware kaufen. Ich gehe davon aus, dass wir dann aber wieder in einem preislichen Bereich sind, der das Ganze nicht mehr ganz so attraktiv gestalten lässt. Ich habe für meine Decke, glaube ich, 30 € gekostet und habe jetzt ein wundervolles Kleidungsstück für die kalten Tage für genau diesen Preis. So, und wenn wir das haben, dann brauchen wir noch unsere Nähmaschine. Wir brauchen ein Maßband einmal kurz. Und bei Strickstoffen bietet es sich an, solches Nahtband da zu haben, welches ich verwende. Verlinke ich euch in der Infobox. Und dann können wir auch schon loslegen. Als erstes müssen wir wissen, wie weit unsere Schultern auseinander sind, beziehungsweise wo unsere Arme sind. Denn wir müssen Armlöcher in unsere Decke einfügen und die sollen ja da sein, wo unsere Arme sind. Das heißt, sofern ihr noch nicht irgendwann mal Maß genommen habt, und wisst, wie breit eure Schultern sind, messt ihr das jetzt aus. Im Idealfall hilft euch jemand dabei, denn am genauesten misst man das hinten. Aber ihr könnt es auch so machen wie ich jetzt. Und einmal gucken und dann vielleicht vorne vergleichen und gucken, ob das hinkommt und euch diesen Wert einmal notieren. Nehmt euch eure Decke und faltet sie so, dass ihr dabei die lange Seite halbiert und markiert euch die Mitte mit einem Nähclip oder einer Stecknadel. Klappt die so markierte Decke jetzt wieder auf und legt sie ordentlich vor euch hin. Im nächsten Schritt müssen wir unsere Schulterbreite markieren. Dafür messe ich links und rechts von meiner Mittelmarkierung die Hälfte der vorhin gemessenen Schulterbreite und lege mir da wieder Markierungen an. Im nächsten Schritt wollen wir an diesen Markierungen einen rechten Winkel ziehen und uns markieren, wo wir unsere Armlöcher anbringen möchten. Da mein Schreibtisch dafür zu wenig Platz bietet, ziehe ich mit dem ganzen Zeug jetzt erstmal auf den Fußboden um. Jetzt lege ich mir mein Lineal an meiner Schultermarkierung im rechten Winkel zur Stoffkante an und markiere mir einen Punkt 55 cm von der Stoffkante entfernt. Da mache ich mir mit meinem Kreidestift einen langen Strich. Ich verlängere mir meine Linie und ziehe dann eine Linie von meiner Markierung aus 30 cm in Richtung anderer Stoffkante. Das ist mein Armloch und das gleiche markiere ich mir jetzt auf Höhe meiner anderen Schultermarkierung. So, da sind meine Armlöcher. Zugegebenermaßen sieht man die Kreide jetzt nicht so richtig gut, aber die müssen wir jetzt jedenfalls der Länge nach aufschneiden. Wenn ihr eine Vliesdecke habt, dann seid ihr nach dem Aufschneiden dieser Löcher tatsächlich schon fertig. Im Falle von Strickstoff empfehle ich solches Nahtband, das man aufbügeln kann.
Und davon bügele ich mir jetzt einen Streifen links und einen Streifen direkt rechts von meiner Markierung auf. Und zwar so lang, dass die oben und unten jeweils etwa einen halben Zentimeter über die Markierung hinausgehen. So sieht das jetzt aus und wie ihr seht, kann ich jetzt durch dieses aufgebügelte Nahtband auch durchaus noch meine farbige Kreidemarkierung oder meinen Trickmarker sehen. Sollte dem nicht so sein, könnt ihr die Markierungen, die ihr vorher gemacht habt, natürlich jetzt nochmal auf die Oberseite des Nahtbands vorsichtig übertragen. So, und jetzt wollen wir da quasi ein großes Knopfloch nähen. In aller Regel ist es so, dass die Knopflochautomatik an den allermeisten Nähmaschinen eine maximale Breite von 0,5 Zentimetern bietet. Das reicht uns hier nicht. Das heißt, wir machen das alles einfach manuell, ohne Knopflochautomatik, ohne Knopflochverriegelungsstich, denn auch den bekommen wir in maximal 5 Millimetern hier oben drüber hin. Und ich möchte das hier aber schon etwas breiter haben, also sowas wie 1,5 Zentimeter hier rüber. Das bekomme ich so mit einem Verriegelungsstich nicht hin. Auch wenn ich den Geradstich lange einstelle, um hin und her zu nähen, das geht auch nicht, sondern wir machen einen Zickzackstich hier oben lang, drehen das um 90 Grad, gehen mit einem Zickzackstich hier unten entlang, drehen wieder um 90 Grad und laufen einmal mit unserem Zickzackstich im Karree. Wer unsicher ist, wo er da jetzt genau entlang zu nähen hat, markiert sich das einfach nochmal auf dem Nahtband, macht sich also hier oben eine Markierung, legt dann sein Lineal so an, dass wir 0,75 cm rechts von unserer Markierung eine 30 cm Linie nach unten ziehen, Markierung unten und dann wieder 0,75 cm links von unserer Markierung wieder hoch. Und dann haben wir unsere Knopfloch-Einzeichnung soweit und können an die Nähmaschine gehen. An meiner Nähmaschine stelle ich mir dafür einen Zickzackstich ein. Der ist standardmäßig auf 3,5 mm Breite und 1,4 mm Stichlänge, also wie nah die Zickzacke aneinander liegen, eingestellt. Ich stelle mir den Stich dafür relativ breit, also einen halben Zentimeter Stichbreite fände ich schon angebracht. Bei meiner Maschine könnte ich sogar auf 7 mm gehen, das wäre mir fast zu breit. Ich nehme mal 5,5. Die Stiche sollten relativ nah aneinander liegen, deshalb verringere ich hier meine Stichlänge auf 0,8. Das ist eine Bauchentscheidung oder wie es mir gefällt. Manchen Leuten gefällt ein sehr, sehr enger Zickzackstich besser als ein relativ weit auseinander gefächerter. Probiert das einfach auf einem zusätzlichen Stoffstück aus. Im Idealfall habt ihr irgendwas, was ähnlich dick ist wie die Decke, die ihr heute vernäht, und probiert aus und guckt, wie das aussieht und was euch am besten gefällt. Ich würde bei diesem Projekt so weit gehen zu sagen, okay, ich vernähe ja meine komplette Decke, ich habe kein zusätzliches Stück aus dem Stoff, aber ich möchte sehen, wie das da drauf aussieht. Und da bin ich tatsächlich persönlich auch relativ schmerzfrei und lege mir dann einfach die Kante meiner Decke hier drunter und nähe hier einmal, ohne zu verriegeln, einfach ein paar von diesen Zickzackstichen hin und her und schneide den Faden ab, auch wieder ohne zu verriegeln, und sehe mir das Ergebnis an. Und wenn das was ist, womit ich zufrieden bin, dann ist gut. Und das hier kann ich ja dann ganz problemlos einfach wieder wegtrennen. So, ich beginne damit, dass ich mir hier meine äußere Linie so unter das Nähfüßchen setze, dass meine Mittelkerbe genau auf der Linie liegt, die ich entlang nähen möchte. Und so, dass die Nadel quasi auf der Querlinie, die ich oben vermerkt habe, einsticht. Das kann ich einmal ausprobieren, indem ich die Nadel absenke, das passt. Und dann nähe ich einfach drauf los. Hier unten angekommen, mache ich die letzten Stiche und gucke, dass die Nadel außen im Stoff stecken bleibt. So, da sticht sie, da lasse ich sie stecken, hebe den Nähfuß an und drehe mein ganzes Nähgut um 90 Grad. Das ist natürlich bei sowas wie einer riesigen Decke ein bisschen schwierig. Aber das bekommt ihr schon hin. Guckt, dass dann alles wieder ordentlich flach liegt. Senkt den Nähfuß ab. Und näht jetzt, bis ihr an der nächsten Linie ankommt. Da lasse ich die Nadel auch wieder außen stecken und drehe erneut um 90 Grad.
Senke den Nähfuß ab und nähe jetzt wieder die ganz lange Strecke entlang nach oben. Oben angekommen, wieder außen stecken lassen, um 90 Grad drehen und das letzte Stück unseres Knopflochs nähen. Und zwar bis zum Ende der Zickzacknaht, die hier runterläuft. Und da verriegeln und den Faden abschneiden. Und das gleiche macht ihr jetzt mit dem anderen Loch. Jetzt müsst ihr eure großen Knopf- bzw. in diesem Falle ja Armlöcher nur noch wahlweise mit einer spitzen Schere oder einem Nahttrenner entlang der Mitte vorsichtig auftrennen, wenn ihr sicher gehen möchtet, dass ihr hier oben nicht versehentlich zu weit rutscht. Also ich nehme für sowas tatsächlich viel, viel lieber die Schere, weil mir das mit dem Nahttrenner zu unkontrolliert ist. Aber wenn ihr Angst habt, dass ihr hier oben möglicherweise durchrutscht und die Naht verletzt, dann nehmt euch vorher eine Stecknadel und platziert die hier oben da, wo ihr definitiv nicht weiterschneiden möchtet, und dann halbiert ihr den Stoff irgendwo. So mache ich das, also kreiert da quasi eine Falz und schneidet da rein. Dann habt ihr ein Loch, wo ihr anfangen könnt, und schneidet dann vorsichtig bis zu eurer Stecknadel. Und das gleiche in die andere Richtung. Und dann ist euer Cardigan, euer Poncho, euer Überwurf, wie auch immer wir das ganze Ding wieder nennen wollen, fertig. Wer möchte, kann jetzt noch sehr, sehr knappkantig an der Naht entlang hier den Stoff innerhalb unseres Loches wegschneiden. Dann habt ihr da weniger, was ausfranst, und weniger Nahtband, das man sieht. Aber ihr könnt natürlich so viel wegschneiden, dass ihr ganz knapp an der Naht entlang schneidet. Achtet dabei aber penibelst darauf, die Naht hier nicht zu verletzen, sonst müsst ihr hier überall nochmal entlang nähen und das sichern. Sollte euch diese Optik stören und so gar nicht gefallen, dass ihr jetzt hier so einen Zickzackstich seht, dann zeige ich euch nächste Woche noch, wie wir einen solchen Schlitz nähen, wo man von außen nur eine saubere Naht sieht und das dann hier ordentlich umgenäht ist. Das funktioniert aber nur bei Capes, die nicht zum Wenden sind. Ich habe ja hier eine Decke, die 2 verschiedene Farben hat und die ich mal so herumtragen möchte. Deshalb lasse ich das hier so. Bei einem Cape oder einer Decke, wo ihr sowieso eine Außen- und eine Innenseite habt und ihr sicher seid, dass die eine Seite immer die Innenseite bleiben wird, können wir das noch anders lösen. Und das zeige ich euch, wie gesagt, nächste Woche. Das Tutorial verlinke ich euch hier oben, sobald es online ist. So, ihr Lieben, ich hoffe, dieses schnelle Tutorial für eine günstige Variante eines schicken Accessoires, das es aktuell relativ viel im Internet zu sehen gibt, hat euch gefallen. Sollte dem so sein, freue ich mich sehr, wenn ihr dem Video ein Like da lasst. Solltet ihr Lust auf weitere Näh- oder DIY-Tutorials von mir, der Sarah von Mommymade, haben, dann freue ich mich sehr, wenn ihr den Mommymade-Kanal abonniert und das kleine Glöckchen aktiviert, damit YouTube euch informiert, wenn ich etwas Neues hochlade und ihr nichts davon verpasst. Ich freue mich sehr, wenn ihr wieder reinschaltet und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mommymade!